Mit folgendem Beitrag auf meinem YouTube-Kanal Fotofilmdesign geht es um folgendes Thema. Beim Fotoscannen haben wir nicht nur mit neuen Bildmaterialien zu tun. Oft haben wir alte Bilder, die digitalisiert werden. Dieses führt materialbedingt zu gewissen Verunreinigungen am Gerät. Vor allem sind die Streifeneinzüge SA21 bzw. SA30 davon betroffen. Gerade wenn wir viele alte Schwarz-Weiß-Filme bearbeiten, sollten bei 8 Stunden täglicher Arbeit alle 1 bis 2 Tage die Streifeneinzüge gereinigt werden. Und einmal in der Woche, wenn an jedem Tag gearbeitet wird, eine komplette Reinigung vorgenommen werden. Dies ist ein Erfahrungswert aus der eigenen Fotobearbeitung. Auch kenne ich dies aus dem Bereich der Spielfilmproduktion, sei es bei neuen oder alten historischen Materialien. Als erstes schalten wir das Gerät aus und entnehmen den zu reinigenden Streifeneinzug. Die Reinigungsarbeit nehmen wir an einem sauberen Arbeitsplatz vor. Alle zu säuberen Einzüge und die Reinigungsmaterialien richten wir uns als erstes her. Für die Beseitigung von den Ablagerungen kommt zum einen Isopropanol und zum anderen Filmreiniger zum Einsatz. Leider stellt der Hersteller Tetenal den Filmreiniger nicht mehr her. Dieser beseitigt sehr zuverlässig den Schmutz. In einem Mischverhältnis 2:1 mit Isopropanol lassen sich bis zu 99,9% aller Schmutzarten beseitigen. Im Bereich der Spielfilmreinigung habe ich diese Mischung schon oft bei manueller Reinigungsarbeiten verwendet und sehr gute Ergebnisse erzielt. Des Weiteren benötigen wir Wattestäbchen für die Vorreinigung und dann noch Elektrotücher. Diese sind fusselfrei, saugfähig, antistatisch und rissfest. Bei dieser Arbeit von Reinigung auch sehr wichtig, um nicht durch Fussel fehlerhafte Bilder zu erhalten. Eine Erfahrung, die jeder irgendwann einmal machen wird. Haben wir uns alles hergerichtet, kann nun der Streifeneinzug genommen und oben das Gehäuse geöffnet werden. Auch den Rahmen mit den Führungsrollen bauen wir ab. Jetzt können wir einen Blick auf die Gummirollen werfen, die den Film fortbewegen. Hier haben sie schon eine dunkle Verfärbung. Wie diese eigentlich aussehen sollten, zeige ich euch nun an einem sauberen, gereinigten Streifeneinzug. Deutlich mit ihrem grauen Farbton sind sie im schwarzen Bereich bei diesem Streifeneinzug zu erkennen. Hier nun noch einmal eine Gegenüberstellung der beiden Streifeneinzüge. Der linke saubere zum rechten verschmutzten. Unter dieser im Bild zu sehenden Abdeckung wird der Film bewegt. Hier kann sich überall Ablagerung von Schmutz bilden. Für eine komplette Reinigung ist es vonnöten, diese obere Abdeckung mit den 4 Schrauben abzubauen. Auch in dem Bereich, wo das Scan durchgeführt wird, muss eine Schraube gelöst werden. Die hintere Abdeckung ist ebenfalls mit 4 Schrauben befestigt. Wie schon im zweiten Beitrag erwähnt, vorsichtig die Schrauben herauslösen. Diese sind nur in Plastik gedreht.
Hier können schnell Verletzungen oder gar Beschädigungen entstehen. Diese können dann dazu führen, dass der Streifeneinzug nicht mehr zu gebrauchen ist. Also vorsichtig hier arbeiten, sollten wir diese Reinigung selber durchführen. Jetzt haben wir alles für die Reinigung abgebaut und können noch einmal einen Blick auf die innere Filmführung werfen. Neben den Gummirollen fallen uns im unteren Bereich 3 Punkte auf. Diese sind Sensoren, die für die Filmerfassung zuständig sind. Nach dem Handbuch des Herstellers sollten wir nur mit einfacher Luft den Schmutz hier herauspusten. Leider beseitigt dies nicht den festsitzenden Abrieb vom Film. Auch die Verschmutzung der Antriebsrollen lassen sich so nicht richtig säubern. Die erste grobe Reinigung nehme ich mit Isopropanol vor. Damit reinige ich die Filmführung. Wie wir sehen können, hat sich hier einiges an Schmutz abgelagert. Anschließend putzige ich dieses noch einmal mit einem Elektrotuch nach, bevor ich an die Gummirollen des Antriebes und die Sensoren gehe. Eine sehr gute Reinigung der Antriebsrollen erhalte ich mit dem Filmreiniger. Richtig schwarzbraun wird das weiße Wattestäbchen im Bild gut zu sehen. Auch die Abdeckung sollten nun gereinigt werden. Auch mit der Zeit lagert sich hier Schmutz ab. Diese gesamte Verschmutzung stammt von 21 Schwarz-Weiß-Filmen, die im Schnitt eine Länge von 24 Bilder hatten. Material aus den 1970er Jahren. Diese wenige Filme haben deutliche Spuren hinterlassen, wenn man sich noch einmal das verbrauchte Material hier anschaut. Es ist sehr verdreckt. Nach getaner Arbeit kann nun der Streifeneinzug wieder zusammengebaut werden. Beim Eindrehen der Schrauben in das Plastik bitte sehr vorsichtig vorgehen. Nach fest sitzend kommt immer ganz lose und damit immer defekt. Für weitere Bearbeitung steht nun dieser Filmstreifeneinzug zur Verfügung. Sollten wir jetzt längere Zeit nicht mehr mit dem Streifeneinzug arbeiten, habe ich für euch einen sehr wichtigen Hinweis, wie dieser am besten gelagert werden kann. Leider schreibt der Hersteller nichts dazu in seinen Unterlagen. Wenn wir uns den Streifeneinzug im Inneren noch einmal genau anschauen, können wir im Bild sehen, dass der Rahmen mit den Führungsrollen Druck auf die Gummirollen ausübt. Für die Arbeit beim Scannen ist dies sehr wichtig. Jedoch für längere Stand nicht Gebrauchen der Streifeneinzüge nicht gut, da leichte bis starke Deformierung am Gummi entstehen können. Autoreifen zum Beispiel werden auch nicht stehend gelagert. Daher mein Tipp, den Rahmen mit den Führungsrollen nicht mit dem Rahmenverschluss fixieren. Einfach offen lassen und die Abdeckung,
die im Bild zu sehen, verschließen. So haben wir auch nach langen Standzeiten immer noch einen tadellosen Streifeneinzug. Ich bedanke mich, dass Sie den Beitrag geschaut haben und würde mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren würden. Ihr Fotofilmdesign-Kanal.